Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Video zum Thema Leuchtpunktoptiken begrüßen. Und viele haben im Vorfeld danach gefragt oder immer wieder kam die Frage, ja Reaper, was hast du denn da hinten für eine Optik auf der und der Knifte drauf? Und ja, es ist letztendlich eine günstige China-Kopie vom Vortex UH1 Gen 1 und Gen 2. Bedeutet, ich verbaue diese Optik relativ gerne, muss ich sagen. Ich finde sie optisch sehr schön. Von der technischen Seite schauen wir sie uns an, aber ich mag das Ding einfach und dementsprechend habe ich halt 6 Stück von den Teilen einmal da. So, ja, und hier zunächst mal der eine Punkt, ja, wir haben hier wieder ein Plagiat, eine dreiste Produktkopie natürlich aus China. Aber Leute, sind wir mal ganz ehrlich, man kommt im Airsoft-Bereich um sowas leider nicht wirklich rum, da die Hersteller selbst sich natürlich um diesen Bereich nicht wirklich kümmern. Und ganz ehrlich, 800 € fürs Original sind mir für eine Airsoft viel zu viel Geld. Denn wenn euch einmal einer reinschießt, gut, bei Vortex habt ihr natürlich die Garantie, aber trotzdem, dann müsst ihr gucken, dass das Ding einschickt und pipapo und 800 € für eine Optik, wie gesagt, sind mir zu teuer. Dementsprechend hier halt wieder auf eine China-Kopie zurückgegriffen und ja, es ist ein Plagiat, wie gesagt, ich finde es auch ein bisschen schade, aber man kommt nicht drum rum. Würde jetzt Vortex von sich aus sagen, okay, hey, Moment mal, da gibt es ja 30 Kopien, warum bieten wir denn das dann selbst einfach an als offizielles Lizenzprodukt letztendlich für 100 oder 120 €? Dann würden einfach sehr viele Spieler natürlich das Originalprodukt von Vortex kaufen oder von EOTech kaufen. Da die Hersteller aber unseren Bereich oder dieses Preissegment, was wir benötigen, nicht abdecken, müssen wir oder sind wir leider ein kleines bisschen gezwungen, auf solche dreisten Kopien ein bisschen zurückzugreifen, wenn wir eben ja, so ein UH1 oder jetzt ein EO oder sowas haben möchten. Ich bin auch kein Fan davon, wie gesagt, aber der die Hersteller halt nicht interessiert, müssen wir halt leider die Kopien kaufen. Also Leute, schauen wir uns das UH1 und diesen Dreifach Magnifier oder diesen Micro 3 ebenfalls einmal im Detail an. Denn auch hier möchte ich heute euch mal ein bisschen so versuchen mit der Kamera einzufangen. Bringt jetzt so ein Magnifier oder so eine Vergrößerungslupe was mit einem Rotpunkt oder mit einem Leuchtpunkt oder kann man getrost einmal drauf verzichten? Wie gesagt, schauen wir uns das ganze Paket im Detail an und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir dieses Video auch zunächst einmal wieder mit dem Lieferumfang und mit den Unterschieden Gen 1 zu Gen 2 in Bezug auf die Airsoft oder auf die China-Version. Also hier nicht der Unterschied vom Original, denn hier sind die Unterschiede Gen 1 zu Gen 2 natürlich deutlich größer. Also fangen wir erstmal an. Lieferumfang, ihr bekommt auch wieder so eine ganz normale schwarze Kunststoffverpackung, innen drin Schaumstoff und dann habt ihr letztendlich einmal euer UH1 drin, entweder Gen 1 oder Gen 2, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Dann so ein kleiner Beipackzettel, der relativ nichtssagend ist, auch einmal aufklappbar. Da haben sie sogar Bilder vom Original genommen, anstatt von ihrer Kopie. Gut, ob die Werte wirklich stimmen, mag ich ein kleines bisschen zu bezweifeln. Gut, könnt ihr mal kurz durchschauen, wenn es euch interessiert. Und zu guter Letzt nochmal so ein Neopren-Überzug, so ein Schutz quasi für euer Rotpunkt oder für euer Leuchtpunktvisier. Könnt ihr einfach einmal drüber ziehen und dann das Ding halt vor Verunreinigung einmal geschützt. So, und das Ganze soll es mit dem Lieferumfang schon gewesen sein. So, kommen wir gleich mal zum Preis. Jetzt ein kleiner Punkt vorweg. Ihr werdet zum aktuellen Zeitpunkt dieses Videos leider ein paar Probleme haben, diese Optik herzubekommen. Vor 2 Jahren ungefähr hat man dieses UH1 ganz problemlos bei AliExpress für 58, 65 € ungefähr bekommen, ohne den Magnifier. Und wenn ihr diesen Magnifier noch dazu haben wolltet als Paketpreis, habt ihr stolze 160 € dafür bezahlt für die gesamte Kombination. So, aktuell bei AliExpress findet man aber leider weder das UH1 noch den Magnifier. Bedeutet, entweder wird das Zeug nicht mehr produziert oder darf nicht mehr bei AliExpress einmal verkauft werden. Das weiß ich nicht, kann ich euch nicht sagen. Wenn ihr jetzt unbedingt eins günstig haben wollt, dann könnt ihr euch aktuell bei WGC diese Teile bestellen. Hier sei es aber auch gesagt, WGC gibt den Hersteller als HWO an, also Holy Warrior. Das ist aber nicht korrekt. Bedeutet, diese Optik wird nicht bei Holy Warrior hergestellt oder produziert und ist entsprechend auch nicht
mit den Holy Warrior EOTechs für 130, 140 Euro einmal zu vergleichen. Bedeutet, die Optik kommt wirklich von irgendeinem günstigen Hersteller und Holy Warrior verkauft es letztendlich nur weiter. Also hier nicht irgendwie jetzt beeindrucken lassen, dass WGC jetzt hier HWO draufschreibt. Das ist totaler Blödsinn. Es ist letztendlich die gleiche Billigkopie, die man sonst auch bei AliExpress einmal bekommen hat oder vielleicht sogar nochmal bekommen wird. So, wie gesagt, WGC, da bekommt er aktuell die Gen 2 und die Gen 1 einmal lieferbar her. Und hier seht ihr jetzt einmal die Generation 2 stehen. Hier der eine Unterschied, zunächst mal das äußere Design, hat sich ein kleines bisschen ja, verbessert oder verschönert. Bedeutet, ihr seht hier hinten einmal diese Riffelung einmal drin, auch im oberen Bereich. Seht ihr hier hinten einmal diese Cutouts oder diese Fräsungen einmal drin. Ansonsten von der technischen Seite, wie bereits schon angesprochen, hat sich hier nichts geändert. Also ihr habt kein größeres Sichtfeld. Das Ding ist jetzt nicht irgendwie von der Technik her besser im Vergleich zur Gen 1. Bedeutet, wenn wir uns dann mal die Gen 1 anschauen, hier eben doch ein kleines bisschen nüchterner vom Design. Sehr viele gerade Flächen letztendlich einmal drauf oder einmal vorhanden und nicht diese Cuts einmal reingefräst. Aber auch diese Cuts am Gehäuse machen rein vom Gewicht absolut keinen Unterschied. Also ob ihr euch jetzt die Gen 1 oder die Gen 2 kauft, beide Versionen wiegen ja exakt 380 Gramm. Also hier kein Unterschied. Was jetzt aber bei der Gen 1 noch möglich war, was bei der Gen 2 nicht mehr geht, ihr könnt hier ganz normal auf der Seite bei beiden Versionen eine CR123 Batterie einlegen. Warte mal, ich schieb's mal noch ein kleines bisschen. So, und hier könnt ihr aber auch ihr könnt natürlich allgemein auch hier Akkubatterien oder Akkuzellen verwenden zum Wiederaufladen. Hier ist es bei der Gen 1 aber noch möglich, dass ihr eben hier seitlich das Ganze nochmal über USB direkt einmal ladet. Bedeutet, hier seitlich habt ihr bei der Gen 1 einen USB-Anschluss. Dieser ist bei der Generation 2 nicht mehr vorhanden. Ihr könnt, wie gesagt, natürlich auch in der Gen 2 eine Akkuzelle verwenden, braucht aber dann natürlich ein separates Akkuladegerät für diese Zelle oder so ein Multi-Charger, wo ihr halt einfach alle Batterien damit laden könnt. So, und hier bei der Gen 1 habt ihr eben auch so ein kleines USB-Kabel dabei von diesem USB, was ist denn das, USB-B müsste es sein oder sowas, auf dem handelsüblichen USB-A-Anschluss. Und dann könnt ihr eben auch den Akku im eingelegten Zustand einmal auftanken bzw. einmal laden. So, von den Maßen und vom Gewicht, wie gesagt, 380 Gramm das Ganze und von den Maßen auch wieder exakt identisch. Zum Beispiel hier mal die Gen 2, wir haben hier eine Gesamtlänge von 94 mm, eine Gesamtbreite mit dem Batterieknopf oder mit diesem Batteriefach hier von insgesamt 52 mm, eine Gesamthöhe von Auflage Picatinny bis komplett ganz oben 58 mm und die Höhe Picatinny-Kante bis Mittelpunkt oder bis zum Leuchtpunkt von exakt 40 mm. Und das ist wie gesagt bei der Gen 1 und bei der Gen 2 exakt identisch. So, dann habt ihr eben das Batteriefach, das hat sich auch ein kleines bisschen geändert. Hier seht ihr jetzt bei der Gen 2, habt ihr wie beim EO auch so ein kleines dünnes Stahlseil hier einmal mit dran, damit einfach diese Abdeckung zum Batterieeinlegen hier einmal nicht verloren geht. Und dann könnt ihr das Ganze hier einmal mit dem Fingernagel einmal aufklappen, dann einmal drehen und dann hier innen drin letztendlich einmal eure CR123 ganz normal einmal einlegen und Plus geht nach innen rein, Minus kommt einmal nach außen. Diese Klappe war bei der Generation 1 noch nicht ganz so schön. Bedeutet, hier braucht ihr ein Centstück oder einen Schlitzschraubendreher, um diese Abdeckung einmal wegzumachen bzw. zu entfernen. So, und wenn wir jetzt gerade schon bei den technischen Punkten sind, auch nochmal, wenn ihr gerade mal vergleicht mit dem Original Gen 2, muss man auch sagen, dass das hier leider keine exakte Kopie ist. Denn wenn ihr euch das Ganze mal vom Schützen aus auf der rechten Seite anschaut, da seht ihr, dass diese Fräsungen oder dieses Geriffelte hier, dass es bei dem China-Klon relativ mittig sitzt und die Elevation-Einstellung bzw. die Höheneinstellung dahinter sitzt. Und das ist aber nicht korrekt. Bedeutet, beim Original sitzt normalerweise Elevation weiter vorne und diese Riffelungen, die sind dann letztendlich weiter hinten, genauso wie auf der gegenüberliegenden Seite. Also hier haben sie kein großes Taramtaram drum gemacht, irgendwie das Gehäuse nochmal überarbeitet, beziehungsweise die Technik nochmal überarbeitet, sondern das haben sie ganz normal von der Gen 1 1:1 einfach übernommen, sondern nur im Gehäuse diese Cuts einmal angebracht. Also hier kein 100%iger Nachbau.
So, zu guter Letzt, beide Versionen verfügen natürlich im unteren Bereich ganz normal über eine Picatinny-Aufnahme und das Ganze im QD-System. Bedeutet, ich habe ganz normal hier seitlich, wie das von vielen anderen auch kennt, einmal diesen Lever dran und diesen Hebel und dieser wird im vorderen Bereich nochmal gesichert. Bedeutet, hier einmal kräftig draufdrücken, wenn ich es was sehen würde. So, hier einmal kräftig reindrücken, dann einmal aufklappen, das Ganze auf die Pick-Rail, einmal draufsetzen und dann den Lever einmal wieder umklappen, bis es Klick macht. Ebenfalls habt ihr auf der gegenüberliegenden Seite einmal die Möglichkeit, mit einem Schlitzschraubendreher die Spannschraube zu justieren. Bedeutet, wenn das Ganze nach dem Klicken oder nach dem Arretieren ein kleines bisschen lose auf der Pick-Rail drauf sitzt, dann könnt ihr eben hier wieder Lever öffnen, dann die Schraube 1-2 Klicks weiter nach innen reinschrauben übers Gewinde und dann den Lever wieder ein kleines bisschen pressen. Und dementsprechend auch kompatibel zu unterschiedlichen Airsoft Pick-Rails. Denn nicht jeder Hersteller hat die Original-Pick-Rail-Maße. Der eine hat 21,8 mm, der andere hat bloß 21 mm Breite. Und dementsprechend könnt ihr das Ganze eben hier seitlich, je nach Picatinny, was ihr habt, einmal angleichen bzw. ausgleichen. Lasst uns anschließend ebenfalls kurz über diesen Micro 3 sprechen oder Mikro-Dreifach-Vergrößerer, letztendlich Magnifier von Vortex bzw. von dem Klon davon. Wie gesagt, ich habe das Ganze damals im Paket einmal gekauft bei AliExpress, ist aber aktuell leider auch nicht mehr auffindbar. Vermutlich vom Markt genommen oder keine Ahnung. Wie gesagt, kann man meiner Meinung nach auch gerne darauf verzichten. Schauen wir uns dennoch mal ganz kurz an, wenn ihr doch irgendwann mal einen benötigt und auftreiben könnt. Hier haben wir ein Gesamtgewicht, ist natürlich auch komplett aus Aluminium gefertigt. Gesamtgewicht 260 Gramm, Gesamtlänge sind hier 73,5 mm. Die Gesamtbreite inklusive Turmabdeckung von 43 mm. Die Höhe ab Unterkante Picatinny bis zur oberen Abdeckung von 62 mm und die Zentrierhöhe ist natürlich exakt identisch zum UH1. Bedeutet auch hier Oberkante Picatinny bis zum Mittelpunkt sind es exakt 40 mm. Also hier das Ganze bereits passend ausgerichtet und muss jetzt hier nicht irgendwie mit Spacern nochmal irgendwie die Höhe einmal angleichen. Passt also hier mit 40 mm exakt zueinander letztendlich. So, wie gesagt, der Preis war relativ hoch. Das Gesamtpaket hat mich damals 160 € gekostet und dementsprechend wäre rein theoretisch der Magnifier sogar teurer gewesen wie letztendlich nur das UH1 oder wie der Leuchtpunkt selbst. Wie gesagt, war ein bisschen arg teuer. Ansonsten die Qualität ist in Ordnung. Wie gesagt, komplett aus Aluminium. Könnt ihr natürlich auch hier ganz normal einmal zur Seite wegklappen, das Ganze. Dann sieht das Ganze einmal so aus, hängt letztendlich so einmal an der Knifte einmal dran. Ist auch wieder das QD-System, exakt identisch wie beim UH1. Bedeutet auch hier könnt ihr das Ganze quasi einmal sichern über den Lever. Zack, dann einmal aufklappen, draufklemmen und seitlich sogar auch wieder einmal von der Breite letztendlich ausgleichen über die seitliche Schraube. So, dann haben wir hier ebenfalls Okular hinten von einem Durchmesser von 30 mm und die Linse vorne letztendlich mit einem Durchmesser von 24 mm. Das Ganze aber von der Randschärfe mehr als fragwürdig, seht ihr dann später. Und auch hinten Dioptrienausgleich könnt ihr zwar einstellen, aber das Ganze läuft auch ein bisschen, ja, ein bisschen schwammig, würde ich sagen. Also hier relativ wenig Widerstand einmal drauf. Wie gesagt, Dioptrienausgleich hier hinten, kleines bisschen schwammig. So, zum Ausrichten oder zum Einstellen relativ cool gemacht. Letztendlich einfach nur hier die Abdeckung vom Turm einmal wegnehmen. Und dann stellt ihr natürlich bei einem Magnifier immer euer Absehen mittig. Bedeutet, ihr schießt erstmal nur euer Leuchtpunktvisier ein. Ihr stellt euer Leuchtpunktvisier exakt auf euren Streukreis ein, sodass das schon mal alles ausgemittelt ist. Wenn dann das Leuchtpunktvisier perfekt einmal passt, dann knallt ihr euren Magnifier dahinter drauf. Quasi genau dahinter und dann könnt ihr eben hier den Magnifier oder die Vergrößerung ebenfalls in der Höhe wie auch in der Seite hier oben einmal einstellen. Dann nehmt ihr die Abdeckungen wie gesagt runter und dann seht ihr, da habt ihr hier hinten auf der Kappe drauf so eine kleine Fräsung und mit dieser kleinen Fräsung kommt ihr hier wunderbar einmal seitlich rein und könnt dann entsprechend über Klicks, warte mal, wenn ich reinkomme und es finde, so und dann könnt ihr eben über Klicks das Ganze hier einmal ausrichten. Und dann stellt ihr letztendlich über diese beiden Türme vom Magnifier oder von der Lupe, stellt ihr letztendlich dann im Magnifier euer Absehen mittig. Und wie gesagt, Absehen muss vorher stimmen. Und dann eben Klick, 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 immer schön durchschauen. Dann könnt ihr eben das Absehen mittig zum Magnifier einstellen über diese beiden Positionen. Und wie gesagt, das Ganze funktioniert schon sehr, sehr gut. Aber die Qualität halt auch und die Randschärfe ist auch ein bisschen... Naja, seht ihr dann gleich einmal selbst.
Also schauen wir mal durch das Ding. Ihr seht, die Aufnahmen sind leider von der Bildqualität nicht ganz so gut geworden wie das letzte Mal mit dem Vict Optics. Es hat ein bisschen geregnet draußen und dementsprechend wäre aber auch hier die Helligkeitsstufe 2 bis maximal 3 vollkommen ausreichend gewesen. Hier von der Helligkeitsstufe maximal 4 Stufen und die helligste Stufe, also Stufe 4, ist auch im Sommer, wenn die Sonne runterknallt, noch ausreichend. Was man aber auch sieht, ist, dass das Absehen nicht gleichmäßig beleuchtet ist, bedeutet im oberen Bereich leuchtet das oder ist deutlich mehr Leuchtkraft einmal sichtbar. Also hier nicht ganz so homogen wie bei anderen Leuchtpunktvisieren. Und was man jetzt leider nicht ganz so gut einfangen konnte, was ich euch aber jetzt im Nachhinein noch eben ergänze, ihr werdet in der maximalen Helligkeitsstufe werdet ihr auch im Randbereich ein deutliches Strahlen in Rot einmal wahrnehmen. Bedeutet, ihr seht einfach, dass dann der Rand ein kleines bisschen rot beleuchtet ist. Auch hier, wie gesagt, von der Qualität einfach nicht mit deutlich hochwertigeren Optiken einmal zu vergleichen. Und der nächste Punkt ist, wenn ihr mal links daneben hinschaut, seht ihr auch, dass die Optik einen ganz leichten Blaufilter bzw. einen Kaltfilter hat. Bedeutet, dass der ganze Farbton oder die gesamten Farben werden ein kleines bisschen kälter dargestellt, beziehungsweise ein kleines bisschen bläulicher. Das Ganze ist aber noch nur minimal und nicht wirklich großartig störend. Und was ihr vielleicht auch schon gesehen habt, wenn man den Kopf ein kleines bisschen hin und her bewegt, es ist jetzt zwar nicht großartig, man hat relativ viel Spiel hinter der Optik, das Auge hin und her zu bewegen, beide Augen natürlich offen, aber ihr könnt hier deutlich sehen, wenn man es einfach übertreibt und zu weit an den Rand hinfährt, egal ob links, rechts, oben oder unten, fängt das Absehen an, doch sehr, sehr stark zu verzerren. Also ist hier alles andere als scharf, sondern wird einfach in die Länge verzerrt. Wie gesagt, auch hier von der Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis, gut, kommt halt aus China, muss man sagen. Hätte Vector Optik so ein Ding nachgebaut, wäre es wahrscheinlich deutlich besser gewesen. Aber auch hier, wie gesagt, so ein bisschen verzerren. Ich meine, ich kann damit leben. Ob ihr damit leben könnt für 60 €, müsst ihr letztendlich für euch einmal entscheiden. Dann lasst uns ebenfalls noch ganz kurz durch den Magnifier durchschauen. Hier alles sauber einmal eingestellt und eben, wie schon häufig angesprochen, das gesamte Absehen wird jetzt letztendlich 3-mal vergrößert. Bedeutet, es ist halt deutlich fetter, wie wenn ihr ohne Magnifier durchschaut. Was jetzt nicht ganz so schön rüberkommt in den Aufnahmen, ist die Schärfe. Das konnte ich nicht vom Fokus her mit der Kamera nicht richtig einstellen, aber der Magnifier ist gestochen scharf. Wie gesagt, das kommt leider jetzt im Video nicht so gut rüber. Im Originalzustand ist aber das Bild scharf. Also hier gibt es keine so große Probleme, wie ihr jetzt hier in den Aufnahmen einmal sehen könnt. Was ihr aber vielleicht seht, dass wenn ihr eine kleine Kopfbewegung macht, links, rechts, hoch, runter, minimals, dass euch das gesamte Bild sofort einmal abdunkelt. Bedeutet, ihr müsst durch diesen Magnifier, auch wenn es nur eine Dreifachvergrößerung ist, müsst ihr kerzengerade einmal durchschauen. Ansonsten seht ihr durch das Ding einfach gar nichts mehr. Und dementsprechend bin ich auch von so einem Magnifier heute leider nicht so überzeugt. Da spiele ich lieber ohne Magnifier, nur mit dem Rotpunkt und gut ist. Denn wie gesagt, es ist für 50 Meter, ist der reine Punkt an sich meiner Meinung nach vollkommen einmal ausreichend. Gut Leute, das soll es gewesen sein mit dem Video. Fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, diesen China-Klon vom UH1. Für 60 € würde ich sagen, ja, kann man mal eins mitnehmen, für mehr aber definitiv nicht. Also wenn ihr jetzt gerade bei AliExpress mal schaut und vielleicht sogar noch eins findet, wie gesagt, leider sehr, sehr rar geworden, diese Teile. Und ihr müsst für das Ding 100 € bezahlen, da finde ich das Preis-Leistungs-Verhältnis leider nicht mehr so gut. Denn wie gesagt, es ist von den äußeren Bedingungen oder vom Gehäuse und sowas, ist alles okay. Auch die Helligkeit vom Absehen, das passt alles. Aber die Qualität, das merkt man dann schon ein kleines bisschen, dass man hier wirklich einen relativ günstigen China-Klon einmal hat. Also da bekommt er selbst so ein AIMO EOTech kommt da qualitativ an das Ding problemlos einmal ran und die bekommt man teilweise für, keine Ahnung, 40 € oder sowas. Also wie gesagt, erwartet nicht zu viel. Ihr habt gesehen, das Absehen im oberen Bereich leider ein bisschen überstrahlend oder ein bisschen zu hell, einmal nicht gleichmäßig ausgeleuchtet. Die Ränder strahlen euch ein kleines bisschen rein. Die Helligkeit an sich ist gut, also auch wenn es wirklich sehr hell draußen ist, die Sonne runterknallt, die Helligkeit ist vollkommen in Ordnung. Aber auch wenn ihr dann mit dem Auge mal ein bisschen bis zum Rand hinfahrt, mit dem Absehen, ihr seht, es verzerrt euch dann ein kleines bisschen. Dementsprechend, wie gesagt, erwartet von der Qualität definitiv nicht zu viel. Das bekommen andere definitiv genauso gut, wenn nicht sogar besser hin, für einen doch etwas günstigeren Preis. Aber dennoch, wie gesagt, wenn ihr für 60 € eins herbekommt, WGC zum Beispiel, oder irgendwie gebraucht, und ihr wollt es einfach haben, weil es euch gefällt von der Optik und vielleicht super zu eurer Knifte passt, von der Visierlinie her und so alles super passt, ja, dann könnt ihr auch einmal eins mitnehmen.
Wo ich definitiv drauf verzichten würde, was einen Bock absolut nicht fett macht und was auch ein bisschen zu teuer ist, ist dann der Magnifier. Diese Vergrößerung, Dreifachvergrößerung, auch 30 dpi natürlich. Ja, das sieht auf der Knifte immer super aus, aber auch wie schon noch so oft gesagt, das ganze Absehen wird euch mega vergrößert und sobald ihr dann mit dem Auge nicht mehr kerzengerade durchschaut, durch den Magnifier, ein bisschen mit dem Auge, vielleicht 5 mm ein bisschen zu weit links geht, verdunkelt das Ding sofort einmal ab. Also das ist qualitativ auch. Spart euch das Geld, verwendet nur einen Rotpunkt und das langt für 50, 60 Meter, langt es auch noch aus. Also da braucht ihr nicht unbedingt so eine Vergrößerung euch hinten noch mit drauf packen. Wie gesagt, das Geld könnt ihr euch definitiv einmal sparen. Gut Leute, habt ihr noch etwas? Wollt ihr noch irgendwas ergänzen? Weitere Fragen? Ihr wisst Bescheid. Einmal unten ins Kommentarfeld reinklatschen. Ich bedanke mich auch diese Woche wieder recht herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.